Mahlzeit. Wie in meinem letzten Video schon angesprochen oder mal etwas mehr erörtert, haben wir ja verschiedene Möglichkeiten für Scharfschützengewehre. Und das wäre jetzt die AWM, die eigentlich als Bolt-Action-Rifle oder auch so Karabiner gilt. Und auch auf Spectre 3 zu haben ist, aber relativ kostenintensiv. Also ich meine, die kostet etwas über 30.000. Hat schon eine fest verbaute Rail und ist, wie gerade erwähnt, Karabiner. Ist also mit Übung verbunden, aber dank des letzten Updates oder eins der letzten Updates sollte das besser gehen von Commodore Waffle. Wir haben aber noch die Möglichkeit, wir können Schalldämpfer aufschrauben, was ich schon gemacht habe, damit das nicht wieder 30 Sekunden Fummelei ist. Und ich gucke gerade, haben wir hier ein angedeutetes Zweibein oder jedenfalls die Möglichkeit. Also da ist sicher noch Regelungsbedarf. Das Ganze hat auch nur 5 Schussmagazine in, lass mich nicht lügen, 3006 im zölligen Kaliber. Ihr seht also, das ist ganz dünne Brocken. Verschafft. Geht der Auswurf, geht nicht. Repetieren. So. Und da ist jetzt der interessante Punkt. Ich habe mich im Tabo-Wiki mal ein bisschen schlau gemacht, was den Waffenschaden angeht. Aber wir sehen hier den Schalldämpfer vorne drauf. Okay. Aber das 3006 Kaliber in panzerbrechend, aber auch so, also ich sag mal, macht so viel Schaden, dass ein ungepanzerter im Full Metal Jacket direkt umfallen würde. Und mit der panzerbrechenden würden wir sogar die schwerst gepanzerten Ziele mit einem Schuss ausschalten. Ist also durchaus interessant. Meine Frau hat schon irgendwas umgeworfen gerade. Erfordert aber viel Übung und ist natürlich sehr kostenintensiv. Und das ist der Punkt, weiß ich nicht, ob man das haben möchte. Es war eine Zeit lang Mode, weil alle aus Counter-Strike oder sonst woher die Waffe kennen und meinen, sie sind dann die Scharfschützenkönige. Meistens habe ich ein Feuergefecht gewonnen gegen den Schützen und konnte dann natürlich ein Beutestück mitnehmen. Aber ich denke, wenn der Spieler mit panzerbrechender Munition arbeiten kann und gut ist, dann hat man da vorprogrammierte One-Hits. Also ich würde wahrscheinlich wieder so agieren, eher so Thema Heckenschütze. Und wenn ich jetzt einen laufen sehe zwischen 80 und 100 Meter, würde ich so arbeiten. Viel mehr kann man auch gar nicht machen damit. Also wie gesagt, es ist leider so ein 5-Schuss-Magazin und der Schalldämpfer. Das ist halt sehr interessant. Zum Schalldämpfer noch, der geht nur auf dieses Gewehr, meine ich. Und den könnt ihr, das ist der kleinste, den es gibt im Spiel, den könnt ihr daran sehen, dass der hier oben so eine Messingfeder hat. Der ähnelt sehr stark dem LMG-Schalldämpfer. Der LMG-Schalldämpfer hat aber hier noch eine kleine Nase drin. Also das wäre so der Unterschied. Ich glaube, die kann man für 13.000 verkaufen, wenn ich mich nicht täusche. Also die haben auch einen gewissen Wert, aber mehr kann man dazu gar nicht sagen. Doch, das Einzige, was mir gerade noch einfällt... seht ihr? Ich hatte gerade gesagt, Kaliber 3006, das ist falsch. Das ist 338. Das ist, glaube ich, die einzigste Waffe im Spiel, die 338 benutzt. 3006 wäre die Springfield und die Bar, was auch ein starkes Kaliber ist, aber die 338 genauso in panzerbrechend. Ja, dann. Wenn ihr noch Anmerkungen, Ideen habt oder habe ich was vergessen, gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.